Frühmorgens bei uns am Dachboden. Rita, glaube ich, schläft noch, wobei so frühmorgens ist es gar nicht. Ich glaube, es ist sogar schon nach 11. Aber egal, ich bin heute mal hier hinten in dieser Ecke, wo wir unsere ganzen Eisenbahnsets eingelagert haben. Und ich habe mir gedacht, wir lassen wieder mal einen Zug fahren. Und da bin ich gerade hier am Stöbern und am Schauen, was wir hier alles so in den Kisten haben. Habe ich mir gedacht, ich nehme euch mit, weil euch das vielleicht interessiert. Und da bin ich gerade dabei gewesen, hier den oder meinen Lieblingszug der mehrere Jahre lang mein Lieblingszug war, anzuschauen. Diese 4559, lustigerweise Cargo Express, der ja ein Zug war, welcher ja ein bisschen einen seltsamen Namen trug, aber dennoch wirklich ein schönes Teil war, hier auch mit den Eisenbahnfenstern vorn und hinten, die sehr oft übersehen werden. Das heißt also, der eine Waggonteil ist für die sitzenden Passagiere, die hier gerade beim Abendessen sind, und dann haben wir im zweiten Zugteil den Schlafwagen. Und Verzeihung, diese kann man auch so cool aufmachen, dass man B- und entladen kann, und jeder Wagen hat hier vorne und hinten so ein noch zusätzliches Cargofach, was man hier so locken kann mit diesem kleinen gelben Teil. Hier bei den Loks bin ich gerade am Schauen. Das hier ist das Original, welches ich als Kind hatte. Das sieht man schon schwer bespielt. Ist mit dem Sticker nicht mehr ganz so schön, und was hier auch ein Problem ist, ist hier unten sind diese, ich weiß gar nicht, ob ihr es sehen könnt, hier sind zwei so Hecken, die sind auf dieser Seite beide abgebrochen und auch auf dieser Seite sind beide abgebrochen. Die habe ich, glaube ich, ein bisschen angeklebt damals dann, und der stand jetzt mehrere Jahre lang bei uns im Layout und wird jetzt wahrscheinlich gegen einen der besseren ausgetauscht. Ich habe nämlich mal, vielleicht habe ich euch das erzählt, bevor wir die Lego-Stadt gestartet haben, habe ich mal ich glaube 3.000 oder 3.500 Euro ein Konvolut gekauft mit Lego-Eisenbahnen, und da war dieser Zug hier, ich glaube 3 oder 4 Mal drinnen. Wir haben ihn natürlich auch noch. Nur damit ihr wisst, wir machen da kein Geschäft draus. Ich habe kein einziges Lego-Teil verkauft. Aber hier haben wir ein paar schönere Exemplare. Da seht ihr, hier sind die Hecken noch intakt, und hier ist auch der Aufkleber noch schöner. Der Lokführer fürchtet sich hier ein bisschen. Und ich war gerade dabei, hier bei dem hier, der auch noch sehr schön aussieht, wobei nicht mehr ganz so schön, der dürfte ein bisschen gefahren worden sein. Die Hecken sind aber noch intakt, aber hier drinnen ist ein komplettes Kuddelmuddel. Da bin ich gerade dabei, das zu richten. Ansonsten, was haben wir noch? Ich glaube, irgendwann haben wir euch die Kisten mal gezeigt, aber die sind alle zum Teil umgeräumt worden. Hier jede Menge Cargo-Zeugs. Die rote Rakete fristet hier ihr Dasein ein zweites Mal. Die haben wir nämlich mal, oder besser gesagt, ich habe sie mal zum Geburtstag bekommen, obwohl wir sie schon hatten, aber das macht nichts, denn sie ist ein tolles Set hier mit dem roten Batteriekasten und ein paar 9 Volt Sets. Hier haben wir jetzt endlich diesen Tankerwaggon fertig, und jetzt liegt er hier in der Kiste. Es sollte eigentlich auch nicht sein, aber das macht nichts. Und hier, wie gesagt, sind, glaube ich, noch ein paar Gleise, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt mal eine Runde, und wir können ja dann später und in einem anderen Video noch in die ein oder andere Kiste reinschauen. Wobei teilweise sind sie nicht so interessant, weil nur Schienen drinnen sind. Bis gleich. Rita ist jetzt hier und aufgestanden. Ich hoffe, sie hat gut geschlafen. Natürlich. Ja. Wir widmen uns aber wichtigeren. Ich habe jetzt die 4559 mal hier auf die Gleise gestellt zum Hauptbahnhof, den noch nicht existenten, der hier jetzt mal hinkommt. Und wir werden jetzt mal eine kleine Testfahrt wagen. Ihr wisst ja, hier beim Hochhaus ist unser Kontrollturm sozusagen, wo wir unsere große 9 Volt Eisenbahn steuern können, und ich würde sagen, wir geben jetzt einfach mal Gas und schauen, ob der Zug die Runde auch schafft. Rita wird uns vielleicht helfen, wenn wir irgendwo hängen bleiben. Wir werden hier ein paar, denke ich, ganz coole Aufnahmen mit der 4559 machen. Und ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, dass wir hier ein Eisenbahnvideo gemacht haben. Viel zu lange, und deswegen wird es heute wieder mal Zeit. Und es freut mich, es ist der alte 9 Volt Motor, der mit den abgebrochenen Hecken, der hier unterwegs ist. Und ich glaube, dieser Zug wurde, als ich noch so ungefähr 10 Jahre alt war, oder vielleicht ein bisschen jünger, wurde der mindestens jetzt glaube ich, haben wir es verschrien, er ist dort drüben entgleist. Das war aber vielleicht, weil ich bei der Brücke. Wir werden uns das ansehen. Bis gleich. Hier seht ihr, was passiert ist. Wir kommen hier von der Brücke runter. Und die ist ein wenig erhöht, weil sie unten ja, abgestützt ist, damit sie nicht auseinanderfällt.
und die Schiene geht dann um ungefähr einen Brick runter in einer Kurve und das mögen die Züge nicht so gerne, vor allem nicht diese extrem leichten kleinen Loks wie die von der 4559. Und jetzt... Sorry für die schlechte Kameraeinstellung. Ist er hier entgleist. Also dem wurde hier relativ viel gebaut, speziell von meiner Mutter. Das sieht zwar toll aus, aber die hat bestimmt das ein oder andere Mal die Schiene hier berührt. Und ich würde sagen, sie steht schon dort. Rita, bitte gib wieder Gas. Das ist eine gute Idee, das weiß ich zwar nicht, aber wir werden den Zug jetzt mal von hier filmen. Es geht sich haarscharf aus und auch hinten ist er entgleist, aber es kann auch daran liegen, dass die Drehgelenke ein bisschen, nicht eingerostet sind, aber sich ein bisschen schwer bewegen, weil die jetzt so lange stillgestanden sind. Aber es sieht ganz gut aus und wie gesagt, diese Lok hier mit dem Motor, der ist für, ich glaube, 10 Jahre lang jeden Tag mindestens 2 Stunden in Aktion gewesen. Ich sehe gerade, der erste Waggon hat hier etwas verloren, diese Stütze werden wir dann nachher wieder suchen. Aber hier schafft er die Fahrt auch unter dem neuen Schwimmbad ganz formidabel. Ja, ich werde wieder rauskrabbeln und das eine Teil suchen, was hier abhanden gekommen ist und dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss, geil. Der beste Ort, an dem man so eine Stütze verlieren kann, ist natürlich dieser Tunnel, der hier unterm Winterdorf durchgeht. Hier ist sie. Oh, und sie ist gar nicht komplett, also irgendwo ist da noch ein zweiter Teil, vielleicht liegt der auch da drin, ich werde mal schauen. Sehr gut gefahren, Frau Zugschaffnerin. Vielen lieben Dank. Weiter geht's mit einem Zug, den ihr auch bestimmt schon sehr oft im Layout gesehen habt und der aber auch jetzt schon lange nicht mehr gefahren ist. Es ist die 4560 oder 4561, je nachdem ob mit oder ohne Trafo. Ein Zug, den wir nur einmal haben. Rita schämt sich. Wir haben aber dafür irgendwann mal, oder ich habe dafür mal diesen Heckwaggon dazu gekauft, wo Kasi drinnen sitzt. Und ganz interessant, das ist ein Zug, der relativ spät in der 9-Volt-Ära rausgekommen ist, hat auch diese grauen Teile hier verbaut, die sehr selten sind heutzutage. Und hier sieht man noch aus den Anfängen von Wild City entstandene Bauten, oder naja, Bauten sind übertrieben. Wir haben am Anfang, weil wir ja sehr wenig Figuren hatten und die schönen Figuren ja vor allen Dingen am Stadtplatz und so weiter platziert haben, haben wir in den Zügen und Autos immer die etwas, ja, nennen wir sie mal, verbrauchteren Figuren hineingetan. Das heißt, ihr seht teilweise noch in unseren Zügen lauter Figuren mit verblichenen Gesichtern, mit ja teilweise sogar Ninjago-Figuren oder Chima-Figuren, die fahren hier rum, weil man die speziell hier auch bei dem Zug mit den getönten Fenstern sowieso nicht gut erkennen kann und es sieht einfach netter aus, wenn in den Zügen Leute drin sind. Heute könnten wir das zwar alles ein bisschen ausbessern, aber irgendwie gehört das auch dazu. Das haben wir damals aus Not so gemacht. Not macht erfinderisch. Ja. Und ja, Rita, ich würde sagen, fahr mal eine Runde. Schauen wir mal, ob der funktioniert. Den habe ich damals bei eBay gekauft. Ein paar Jahre nachdem er rausgekommen ist, hat, glaube ich... Dass noch Leute einsteigen. Ja, Leute steigen noch ein. Und los geht's. Wenn ich mich nicht täusche, um die 50 € gekostet und der Heckwagen dann nochmal, ich glaube 10 oder 15 €. Und ist auch ein sehr schöner Zug, ist aus einer Ära von Lego, die ja viel verhasst war. Ich gehe mal mit euch rüber. Aber er hat eine sehr lange Nase. Ja, die gefährlich werden kann, ja. Denn wir haben ein paar Kurven, die nicht unbedingt für enge Kurven, für lange Nasen geeignet sind, so wollte ich sagen. Aber er macht sich bis jetzt sehr gut und er hat sogar die Stelle nach der Brücke gemeistert, da die Lok relativ schwer ist und hier ja wahrscheinlich ziemlich hinuntergedrückt wird. Also es waren hier zu diesem Zeitpunkt sehr viele Formteile bei Lego am Start, was viele Leute ja nicht unbedingt mochten. Aber der Zug, das war so mehr oder weniger der erste, der so richtig aussah wie ein ICE.
zeitgleich erschienen mit der 4512. Moment, der Shot, wo er unter dem Bart durchfährt. Fahr nochmal zurück, da ist Rita ganz stolz darauf. Ja. Nochmal nach vorne bitte. Muss ich sagen, auch ein sehr schöner und oft unterschätzter Zug, vor allen Dingen, weil er auch am hinteren Bereich dieses zweite Klasse-Waggons so einen kleinen Cargo, wie sagt man, einen Cargo-Bereich hat, und das sieht einmalig aus. Wir machen jetzt, glaube ich, noch ein paar Shots vom Güterbahnhof und ich muss sagen, eine einwandfreie Runde gefahren. Danke, das liegt nur an mir. Einwandfreie Aufnahmen. Ich habe jetzt mal nur die Bilder sprechen lassen, aber das sieht schon sehr, sehr gut aus, wie der hier durchs Layout fährt. Rita, bleib mal stehen, dann filmen wir noch einen kleinen Shot hier drüben, wo er dann ins Wohngebiet reinfährt, was ja auch eine meiner Lieblingsszenen ist. Wo ist er denn hier? Bitte fahren Sie weiter. Ganz langsam. Richtige Eisenbahnromantik hier bei Rita. Und dann ist er wieder am Stadtplatz. Einen Zug, glaube ich, schnappen wir uns noch. Sehr schön gefahren auf jeden Fall. Bis gleich. Bis gleich. Als letztes haben wir noch die Cargo-Legende in meinen Augen vom Abstellgleis geholt. 4565, ein Zug aus dem Jahr 1996. Ein Zug, den ich als kleiner Bub immer haben wollte, aber leider nie bekommen habe. Jetzt habe ich ihn mir dann später mal selbst gekauft. Vor, ich denke, ungefähr 10 Jahren. Hat auch so etwa 50 € gekostet. Da sind auch diese tollen Verladekräne dabei. Und das ist, wie gesagt, der Schwerlastzug der 3. Er nimmt auch. Bitte nicht einsteigen, Zug fertig. Seht ihr, mit sowas muss ich mich den ganzen Tag rumschlagen. Wenn wir hier ein Eisenbahnvideo machen möchten, dann geht es den ganzen Tag so, dass ich nur entweder überhaupt sabotiert werde oder hier auf den Arm genommen werde. Es ist auf jeden Fall ein toller Zug. Ich weiß nicht, ob ihr es auf der Kamera sehen könnt. Er hat sogar ein Licht vorne. Und ich finde diese 3 langen Waggons einfach super cool. Jeder ein wenig anders. Und er hat jetzt die Kurve hier nicht geschafft, aber das macht gar nichts. Also hier bei dieser Bergabkurve müssen wir uns auf jeden Fall noch was einfallen lassen, aber das soll kein Problem sein. Machen wir einfach hier unter der Kurve noch ein paar Plates, dass es nicht so steil bergab geht. Und dann wird auch dieser Zug hier einwandfrei, genauso wie alle anderen hoffentlich, durch unser Layout düsen können. Wir haben übrigens ein bisschen Vorarbeit geleistet, bevor wir heute das Video gestartet haben. Und zwar... Unser Lego-Sponsor ruft an. Ich melde mich gleich wieder. Rita bekommt einen Anruf. Okay. Warte, die Fragen, Christoph. Eine große Bausteinbox für 29 und eine große Platte gratis dazu, die was eigentlich 15 € kostet. Kann er mitnehmen. Bitte gerne mitnehmen. Ein Deal in der Tasche. Hier werden also während der Videos jetzt schon Lego-Geschäfte gemacht, aber ich bin gespannt, was hier kommt. Ich glaube, eine Creator-Box mit großer Platte, ja, da kann man nicht Nein sagen. Ritas Vater ist immer wieder ganz gut für diverse Deals. Und übrigens, Moment, ich muss schnell mein Handy entsperren. Ich habe ihn schon über den 1. Mai informiert, dass da wieder viel gekommen sein wird von Harry Potter. Und da muss man ihn natürlich immer wieder informieren, was da alles zu shoppen ist. Auch mein Vater hat heute geschickt aus dem, ich habe ihm eingezeichnet, welche Steine wir wollen. Man kann es wahrscheinlich auf dem Handy-Display jetzt nicht sehen, aber der ist auch gerade in einem Lego-Store gewesen und hat uns geschickt, was hier bei der Pick-a-Brick-Wall so verfügbar ist. Also ihr seht, wir sind bestens versorgt und es gibt jede Menge neue Steine hoffentlich bald für Wild City. Und jetzt machen wir noch einen Schlussshot mit der 4565, wie sie hier in die Innenstadt reinfährt. Fahren Sie bitte.
Wunderbare Aufnahmen und ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass wir jetzt so lange nicht Eisenbahn gefahren sind, hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir hoffen euch natürlich auch. Wir sind zufrieden mit den neuen Volt-Zügen, die Motoren erste Klasse. Und hängen geblieben. Auch wenn er jetzt schon wieder entgleist ist, aber das macht nichts. Falls ihr euch fragen solltet, weil wir öfter in den Kommentaren gefragt werden, wir speisen diese Strecke, die ich glaube, die ist über 30 Meter lang, nur mit einem einzigen Trafo und mit keinem zusätzlichen Kabel ein. Das funktioniert alles bestens, wenn die Schienen in gutem Zustand sind, wenn die gut poliert sind, wenn die Kontakte da sind. Das Einzige, was wir jetzt demnächst mal machen werden, wir werden jetzt mal, glaube ich, von FX Bricks ein paar andere Kurvenradien bestellen und vielleicht auch kürzere Geraden, wenn es die mal gibt, weil wir haben ein paar Stellen im Layout, wo wir dringend ein bisschen nacharbeiten müssen, weil sich das Layout einfach ein bisschen verändert hat. Die Stadt sieht jetzt ein wenig anders aus als damals, wo wir die Schienen gelegt haben. Und da und dort, speziell bei den Tunneleinfahrten und bei den Brücken, würden wir teilweise eine andere Kurve brauchen. Da werde ich jetzt demnächst mal bestellen, glaube ich. Und wenn ihr Spaß gehabt habt, genauso wie wir, Züge kann man nie genug haben, 9 Volt Züge schon gar nicht, dann gibt es demnächst sicher wieder mal ein kleines Eisenbahnvideo. In dem Sinne, lasst auch ihr einen Zug fahren und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald auf der Zugstrecke. Ich fahre noch eine Runde. Tschüss!